Dann schraube ich das Gerät zuerst mal auf und schaue mir das an, was da vorzufinden ist. Und das 20 Kilogramm Monster ist von Deckel und Bodenplatte befreit und natürlich von den Holzseiten. Jetzt wiegt es wahrscheinlich geschätzt nur noch 12 Kilogramm, das Gerät. Ist aber immer noch reichlich schwer für einen CD-Spieler. Das ist die Oberseite. Da sieht man jetzt von den Riemen nicht so viel. Da muss man an die Unterseite ran. Aber einfach nur mal, um da reinzuschauen. Hier rechts, das ist die Servoplatine. Und hier dann die Mechanik für die CD-Lade. 2 Transformatoren. Dann will ich das Gerät mal umdrehen, dass wir an die Riemen kommen. So, um an die Riemen zu kommen, müssen wir hier im Prinzip diesen Motorbügel hier, den müssen wir losschrauben, ein paar Stecker lösen. Dann kommen wir an die beiden Riemen ran. Hier oben, das ist die Analogplatine. Die ist eigentlich auch ganz ordentlich aufgebaut. So, dann hole ich mal die neuen Gummiriemen und werde das zerlegen. So, die Kamera ist etwas umpositioniert, dass man hier unten besser reinschauen kann in das Laufwerk, in die Unterseite. So, hier, wie gesagt, dort müssen wir den Bügel entfernen. Da mache ich mir erstmal Platz, indem ich hier die Kabel abziehe. So, komme ich da etwas besser dran. Und dann 2 Schräubchen lösen. Dann kann ich den Bügel schon da rausnehmen. So, und wie man sieht, hat das Gerät 2 Riemen hier. Das ist der eine und der andere geht dann hier Richtung Motor. Dann will ich zuerst den kleinen dicken mal da rausnehmen. Das ist also so ein typischer China-Butylriemen. Und den zweiten. Da werde ich wohl den Motor etwas lösen müssen. Der ist hier mit einer Schraube befestigt. Ups. Dann kann ich den zweiten Riemen da auch rausnehmen. Der sieht also sehr deformiert aus. Wie man sieht, hat der hier schon die Form des Pullis angenommen. Da. Obwohl der erst, naja, ein halbes Jahr alt ist. Das machen diese Butylriemen ganz gerne. In der Regel ist, wenn die CD-Lade eingefahren ist, sind die Zahnräder immer in der gleichen Position zum Riemen gesehen. Und dann verformen sich diese Butylriemen relativ schnell. Und da sind also hier die Silikonriemen deutlich besser. Wie man jetzt auf die Idee kommt, solche Butylriemen für 75 € anzubieten, das ist mir also noch ein größeres Rätsel.
So, dann in der Größe unterscheiden die sich immer geringfügig. Gut, die sind jetzt natürlich schon ein bisschen gedehnt, die schwarzen. So, deshalb sind die blauen jetzt einen kleinen Deut kleiner, ja. Und Silikon hat einfach den Vorteil, dass es eben nicht die Form der Zahnräder dauerhaft annimmt. Also dann, dass es nicht so sich zu so einem Ei verformt. So, dann den größeren Riemen hier einfach um den Motorpulli legen. Und dann kann ich den Motor ja schon wieder befestigen. Dann legen wir ihn gleich hier noch drüber. Kann der Motor schon wieder festgeschraubt werden. Na, der ist nicht mehr so richtig magnetisch, der Schraubenzieher. Muss ich mal nachmagnetisieren. So, dann drehe ich diese Geschichte ein paar Mal, dass sich der Riemen hier richtig setzt. Dann ist der größere Riemen schon drin, dann der kleinere, das ist ja noch einfacher. Den also hier zuerst über diesen versteckten Pulli-Teil schieben. Das komme ich da nicht dran. So, und da sind beide Riemen schon aufgespannt. Dann kann der Motorbügel schon wieder eingesetzt werden. So, dann müssten wir die 3 Stecker wieder aufstecken. Der gelbe kommt hier zum Motor. So, was den Riemen selbst betrifft, das war es schon. Das kleine Monster. So. So, nach den Gummiriemen will ich mir auch noch mal den zweiten Grund anschauen. Und zwar steht hier des Weiteren, also nach dem Problem mit der CD-Lade, des Weiteren höre ich in leisen Musikpassagen, wenn ich die Musik etwas lauter gedreht habe, im rechten Lautsprecher ein Störgeräusch. Ich würde mich über eine Reparatur, bla bla bla, also irgendein Störgeräusch im rechten Kanal. Dann schauen wir mal an, was da rauskommt. Rechts ist unten. Ups. Schließe ich das mal. Das Oszilloskop an und schauen wir mal, was da rauskommt. Oh ja. Dann versuche ich das mal einzufangen.
Das Lilane ist der linke Kanal. Hier, da ist nichts auffällig. Das ist ein normales, normale Spannung, die da rauskommt. Das ist auf 50 Millivolt pro Kästchen ist das eingestellt. Und bei dem gelben, das ist der rechte Kanal, da haben wir hier also fast einen Sinus. Und der hat eine Frequenz von 100 Hertz. Ich weiß nicht, das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht hier oben. Das steht hier oben. Also die Frequenz. Das spricht natürlich ganz klar für einen defekten Kondensator in der Siebung. Wir haben ja 50 Hertz Netzfrequenz und nach der Gleichrichtung haben wir also einen Sägezahnstrom von 100 Hertz. Und der normalerweise wird der aufgefüllt durch den Kondensator. Und das scheint hier auf dem rechten Kanal nicht mehr zu funktionieren. Das ist jetzt der feste Ausgang. Dann schauen wir mal an, wie das bei dem variablen Ausgang ist. Der hat hier also auch noch einen einstellbaren Ausgang. Das sieht absolut identisch aus. Ist auch der rechte Kanal. Den variablen Ausgang, den kann man hier einstellen über so ein kleines POTI. Ja, das ist aber eigentlich das Gleiche. So, dann trenne ich das Gerät wieder vom Netz und schaue mir das mal an. Die Analoggeschichte, die ist ja hier auf der Unterseite. Dann drehe ich das Gerät wieder um. Und hier sieht man, da kommt die Spannung vom Transformator, die kommt hier rein. Dann haben wir hier die Dioden und dann die erste Vorsiebung hier. Das sind die Hauptkondensatoren, die großen. Und hier ist eine Spannungsregulierung oder was ist das? Ist das eine Ausgangsstufe? Das muss ich mir mal anschauen. Das ist auch sehr warm hier. Dann werde ich diese Platine mal daraus bauen und mir das etwas näher anschauen. So, da ist die Platine also schon ausgebaut. Dann will ich mir die mal so im Einzelnen anschauen. Jetzt sehe ich hier, dass hier schon mal gelötet wurde. Das ist hier an einem Kondensator. So, jetzt ist das Gerät, das hat sowieso schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Die Kondensatoren, die sind von 1900, sehe ich das richtig? Die sind von 1986. Kann das sein? Ui, die sind so alt schon. So, da werde ich jetzt nicht nach einem kaputten Kondensator suchen, obwohl das hier, glaube ich, schon mal jemand gemacht hat, weil hier sieht man an manchen Kondensatoren, sieht man hier so, da ist schon mal gelötet worden. So, das muss wohl schon länger her sein. Ich werde jetzt mal erstmal die Kondensatoren hier, insbesondere die kleinen roten, die sind oftmals auffällig. Also die werde ich sowieso mal tauschen, weil die komplett überaltert sind. Dann löte ich da erstmal einiges aus. Random, ohne da jetzt großartig im Schaltplan zu gucken. Weil ich gedacht, 1986, die haben ihre Lebenszeit um. Auch wenn ja der eine oder andere vielleicht noch gut ist. Die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt einen kaputten finde und den austausche, wie lange halten die anderen noch? Die sind ja alle aus dem Baujahr.
So, dann löte ich mal einiges aus. So, hier haben wir einen besonders auffälligen Kandidaten, weil man sieht hier, dass da an der Unterseite irgendwas schon ausgelaufen ist. Der saß also hier in der Ecke. Der sieht natürlich nicht so doll aus, von daher will ich den mal messen. Der soll haben 470 μF, 6,7 Picofarad hat er bei einem seriellen Widerstand von 34,9. Der ist also sowas von tot. Die kleinen Fitzel-Kondensatoren, die sind jetzt hier alle komplett ausgetauscht. Die Elner, die roten, die waren jetzt so gar nicht besonders schlecht. Also die haben leichte Abweichungen in den Werten zueinander gehabt, aber im Großen und Ganzen ging das noch. Nur wenn ich jetzt einmal dabei bin, damit die nicht nächste Woche kaputt gehen, habe ich jetzt einmal alles getauscht. Jetzt bleiben nur noch diese dicken Hauptkondensatoren hier. Da nehme ich jetzt hier diese Nichicon Feingold. Die sind leider auch abgekündigt. Ich habe da noch einen Bestand. Ja, und dann nochmal einmal alle Lötstellen überfliegen. Nochmal nachlöten, insbesondere da, wo Temperatur herrscht, hier an den Spannungsreglern. Da immer nochmal nachlöten. Habe ich gedacht, aber von wegen. Hier unter der Blechkappe, da sitzt der Digitalfilter drunter. Da sitzen auch noch 1, 2, 3 Kondensatoren drunter. Und ich habe jetzt hier einmal gemessen und der hat einen ESR von über 7. Ich habe leider keinen Schaltplan von dem Gerät, aber ich befürchte mal, dass das nicht in Ordnung ist. Also hier sitzt dummerweise unter dieser Blechkappe sitzt hier ein kaputter Kondensator. Das heißt, ich muss hier jetzt erstmal diese Blechkappe auslöten, um an den kaputten Kondensator zu kommen. Da sind die 3 Übeltäter, beziehungsweise nur einer davon misst sich sehr schlecht. Dann müssen die leider auch noch raus. Und alle 3 Übeltäter wieder diese Marcon, ah ja, Marcon. Wischiwaschi zum Schluss natürlich auch nicht vergessen. Gut, die Platine ist fertig. Die kann dann wieder rein. So, und dann ist es wieder eingebaut und kann also mal angeschlossen werden. Und dann das Ganze abschließend einmal überprüfen am Oszilloskop, was diese ganzen Kondensatoren da jetzt gebracht haben. Ich versuche mal das Oszilloskop hier mit einzufangen im Bild. Und wie man sieht, ist also das hier auf beiden Kanälen schön glatt. Das Netzbrummen, also das 100 Hertz Brummen durch die defekten Kondensatoren, das ist also jetzt verschwunden. Dann lege ich mir mal eine CD ein und schaue mal, wie sich hier ein 1 Kilohertz 0 dB
Sinuston verhält. Da haben wir jetzt an den Ausgängen effektiv RMS 1,79 Volt. Spitze zu Spitze ist das 516 auf beiden Kanälen. Die Kurven liegen auch beide schön übereinander identisch. Das sieht also sehr gut aus. Somit konnte also als Ursache für den Defekt eindeutig ja, hier diese kaputten Kondensatoren identifiziert werden. Also die gemessenen Elner Kondensatoren in dem Gerät, die waren eigentlich noch okay. Auffällig waren diese, wie heißen die noch, Marcon-Kondensatoren. Die waren also kaputt.